was bringt eigentlich das Dekanat im Fachbereich und insbesondere den Studierenden? Das ist, glaube ich, so die elementare Frage. Das ist die zentrale Frage. Also ich würde sagen, dass wir so eine Art Interessensvertreterinnen sind für den Fachbereich. Sowohl intern als auch nach außen. Also wenn es um das Thema Budget zum Beispiel geht, neue Finanzierungen für Räume etc., dann sind wir diejenigen, die versuchen innerhalb der Hochschule diese Gelder für den Fachbereich zum Beispiel zu bekommen. Das wäre so ein Beispiel. Und ich glaube, wir müssen es auch nochmal runterbrechen. Das ist ja nicht nur der Fachbereich, sondern es sind 13 Studiengänge. Richtig. Es sind Bachelor- als auch Masterstudiengänge. Wir haben parallel dazu noch Weiterbildungsangebote. Also insofern, die Bandbreite ist enorm. Über 2000 Studierende, über 50 Professorinnen, die hier tätig sind, fast 200 Lehrbeauftragte. Da nach innen und nach außen zu wirken, das ist einfach so eine sehr, sehr, nicht desperate, aber so eine sehr heterogene Gemengelage einfach, in der wir unterwegs sind. Ja. Genau. Und es geht ja auch darum, die Strukturen zu schaffen, wo man sich miteinander austauschen kann und eben die verschiedenen Interessen besprechen kann. Und das Framework geben wir ja auch, sodass die Studierenden dann auch ihren berechtigten Mitspracheraum dann bekommen und an Strategieprozessen teilnehmen können. Und das ist eben unsere Aufgabe ja auch, dass wir darauf achten, dass alle verschiedenen Interessensgruppen auch an einen Tisch gebracht werden können und dann entsprechend auch ihre Stimme da geben können und man zusammen diskutiert. Wir sind einfach groß und wir sind heterogen und es gibt eben ja die unterschiedlichsten Anforderungen. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, den Raum zu schaffen, Kommunikation zu ermöglichen, um einen fairen Austausch, ein faires, ja, solidarisches Miteinander zu realisieren. Und das gerade auch Darmstadt als Zentrale der HDA und wir auf dem Mediencampus in Dieburg auch einfach räumlich nochmal entfernt davon. Ja. Und ich glaube, Strategieprozess, was du angesprochen hast, war auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also zu sagen, wo soll denn eigentlich der Mediencampus, der Fachbereich Media in ein paar Jahren sein? Wo wollen wir dann stehen? Und ich glaube, diesen Prozess zu begleiten, natürlich mit allen Beteiligten, dass jeder auch seine Stimme sozusagen damit einbringen kann, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe für uns in den nächsten 3 Jahren, dass wir da diesen Prozess ein Stück weit mit begleiten. Es fehlt eigentlich wirklich in Räumlichkeiten, wo Studierende selbst organisiert Veranstaltungen haben, Kommunikationsmöglichkeiten haben, wo sie einfach miteinander sich nicht nur auf Veranstaltungen, Prüfungen vorbereiten können, sondern auch einfach selbstständig studentisches Leben organisieren können. Und das ist durchaus eben ja, ein Bedarf, der ganz eklatant ist. Deswegen unterstützen wir gerne. Ja. Wo du gerade von Veranstaltungen sprichst, das ist natürlich auch noch unsere Aufgabe. Das heißt, wenn es Veranstaltungen gibt ja regelmäßige Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Erstsemester-Einführungsparty auch, die Absolvia, wo dann die Absolventen verabschiedet werden und da findet immer ein Großteil auch organisiert von den Studierenden statt. Und da unterstützen wir natürlich die Studierenden dann auch, das entsprechende Equipment zu organisieren, die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und so weiter und so fort. Das heißt, da sind wir dann auch die Ansprechpartner dafür, wenn solche Veranstaltungen organisiert werden. Und Equipment, auch wieder ein gutes Stichwort an der Stelle, über die zentrale Ausleihe, die wir hier auf dem Campus haben. Und das ist echt ein unique selling point, wie ich finde. Ja. Gut ausgestattet, um eben allen zu ermöglichen, mit einer top-aktuellen Hardware, mit Equipment zu drehen, Tonaufnahmen zu machen oder selbst eben auch in unterschiedlichsten Studiengängen das, was benötigt wird, einzusetzen. Von der Spiegelreflexkamera bis hin aber auch so schweineteuren Softwarelösungen und Lizenzen, die eben genutzt werden können. Und das ist durchaus auch eine zentrale Aufgabe, genau dafür die Ressourcen auch. Und Corona ist natürlich auch ein Thema jetzt gewesen in den letzten Wochen und Monaten oder fast schon Jahren, kann man sagen. Das heißt, da geht es natürlich auch darum, wie schaffen wir es, hier die Hygienebedingungen so einzuhalten, dass Lehre wieder möglich ist am Campus. Auf der anderen Seite aber eben auch die Hygienekriterien entsprechend erfüllt sind. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, das mit den Studiengängen zu diskutieren. Was brauchen sie, damit Lehre wieder möglich ist, aber was müssen wir denn auch einhalten, damit eben größtmöglicher Schutz auf der anderen Seite geboten ist. Und das ist eben auch eine Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen werden weiterhin und beschäftigt haben. Bei allen Problemlagen, die wir durch Corona, durch die Pandemie erfahren haben, finde ich eine wichtige Frage auch wirklich nochmal im Herbst im Kontext des Strategieprozesses zu überlegen, was war denn gut und wo war möglicherweise Corona auch
wirklich ein Beschleuniger oder ein Ermöglicher. Ja. Weil zumindest mit den Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, vielen ist einfach klar geworden, was eigentlich Präsenzunterricht wirklich bedeutet, wie wichtig das ist, ohne zugleich eben diese neuen Zugänge zu missen. Und für bestimmte Themen, didaktische Konzepte, für bestimmte Veranstaltungsformen eben auch genau das Nicht-Präsente, das Virtuelle einzusetzen. Und da bin ich gespannt, wie wir das auf den Weg bringen, damit wir eigentlich so dieses Hybride, obwohl es gar kein echtes Hybrid ist, sondern so das parallele Nebeneinander realisieren können. Ja. Wird ein spannender Winter auf jeden Fall. Das wird ein spannender Winter. Ja.